Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch, meine Kleine. Meine Kleine was? Gewinnerin? Dieser afrikanische Touch, den du dir plötzlich in den Kopf gesetzt hast, passt überhaupt nicht zum Stil der Kampagne. Mir geht's ums Geschäft, um mein Geschäft. Und da lasse ich mir von niemandem reinreden und schon gar nicht von einer gefühlvollen Sozialarbeiterin. Hör auf, so über Sophie zu reden, ja? Dann hör auf, mit mir zu diskutieren und geh an deine Arbeit. Hallo! Nanu, du bist schon da? Anna ist schwanger und basta. Ob sie sich's nun vorstellen kann oder nicht. Möchtest du denn das Baby gern bekommen? Ich will eine Abtreibung. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wer gibt Ihnen überhaupt das Recht, Ihre Tochter dermaßen unter Druck zu setzen? Ich bin dann noch viel zu jung für ein Baby. Dass du überhaupt an so etwas denken kannst. Oh, Florian, sag du doch auch mal was. Ich weiß auch nicht. Ja, hast du denn keine Meinung? Doch, aber... Aber was? Ich meine, was genau erwartest du denn von mir? Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Ich meine, du musst dir da absolut sicher sein. Ich habe mich entschieden. Was heißt dir entschieden? Eine Abtreibung kommt nicht in Frage. So kommen wir hier nicht weiter. Das sehe ich auch so. Ich finde, sie gehen jetzt besser. Ja, es ist total sinnlos, hier herumzureden. Anna, du weißt doch, ich will alles tun, was du möchtest. Florian, gehst du jetzt bitte? Ich hoffe, unser Konzept hat Sie überzeugt. Wenn nicht, schaffen das vielleicht unsere Aperitifs. Ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Danke. Glückwunsch. Oh, danke. Wirklich vielversprechend, Ihre Afrika-Kollektion. Vielen Dank. Darf ich vorstellen, Bodo Funke, mein bester Kunde. Bodo, mein Sohn Henning. Freut mich. Ihre Kollektion wird der Hit der Saison. Ach ja, Afrika geht mir schon seit Jahren im Kopf rum. Sie entschuldigen mich bitte einen Augenblick, ja? Wo steckst du denn? Ich amüsiere mich zu Tode. Guten Abend. Oh, guten Abend. Oh. Das ist Bettina, eine Studienkollegin. Hallo. Sophie und Henning. Hallo, Bettina. Hallo. Gut, dass ihr da seid. Wieso? Ich bin auf der Suche nach normalen Menschen. Warum kommst du denn erst jetzt? Was? Na, was ihr getrieben habt, bevor ihr hergekommen seid. Ich weiß überhaupt nicht, was du damit meinst. So. Guten Abend zusammen. Hallo, Gero. Adrian kennst du ja schon. Ja, allerdings. Das ist Bettina, Sebastian. Eine gute alte Bekannte. Ja, wir sind alte Freunde. Und Gero und ich sind auch gute alte Freunde. Und? Gefällt's Ihnen? Oh, gefallen ist gar kein Ausdruck. Wo haben Sie denn Ihren Nasenschmuck gelassen? Der hätte doch gut zu meiner neuen Kollektion gepasst. Dann sollten Sie vielleicht auch antragen. Und Ihr Kleid erst recht. Ach ja? Wieso? Was ist daran denn afrikanisch? Es hat so einen Hauch von dritter Welt. Wie in aller Welt kommst du nur auf so eine Idee? Anna, bitte antworte mir. Wie kommst du auf so etwas?
Kann dir doch egal sein. Ich habe meine Grundsätze und ich habe versucht, dich danach zu erziehen. Ach komm, hör doch auf. Ach, dieses ganze Getue hat mich schon immer genervt. Zumindest weiß ich im Gegensatz zu dir, was richtig ist und was falsch ist. Dass du abtreiben willst, ist einfach ungeheuerlich. Glaubst du denn, mir ist die Entscheidung leicht gefallen? Entscheidung. Das hat mit Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Das war reine Panik. Wenn Florian wenigstens ein Wort gesagt hätte. Florian, Florian. Anna, ich bin doch da. Es ist so sinnlos mit dieser Frau. Du warst leider auch nicht besonders feinfühlig. Sie hat mich doch provoziert. Wegen euch sind Anna und Florian überhaupt nicht zu Wort gekommen. Stimmt's, Florian? Ich weiß nicht. Wie denkst du denn darüber? Möchtest du auch, dass Anna abtreibt? Du musst doch eine Meinung haben. Naja. Eigentlich bin ich ganz froh, dass Anna so deutlich ihre Meinung gesagt hat. Es ist schon vernünftig, was sie entschieden hat. Auf der anderen Seite. Komm, raus damit. Naja, es ist doch auch mein Baby. Sie hätte wenigstens noch mal mit mir drüber reden können. Weil du möchtest, dass sie das Baby bekommt, oder was? Ach, was weiß ich. Ach Gott, das ist alles kompliziert. Vater. In seinem Alter. Sebastian ist ja ziemlich gut drauf. Tja, muss Liebe schön sein. Also ich finde das ja unmöglich. Oh, ich auch. Ja? Diese Edmund-Idee war ja genial. Funke hat angebissen. Ja, dann hat sich der Stress wenigstens gelohnt. Ich liebe dieses afrikanische Design. Da steckt so viel ursprüngliche Lebensfreude drin. Ja, endlich bekommt dieser Kontinent die Aufmerksamkeit, die er verdient. Das nenne ich wahre Völkerverbindung. Das nenne ich wahre Verarschung. Wie bitte? Von wegen Verständnis für andere Kulturen. Das ist doch ein bisschen was Exotisches und ein bisschen was Buntes und das wird dann teuer verkauft. Sophie, bitte. Henning, das ist doch so. Das ist Heuchelei. Das ist pure rassistische Heuchelei. Ich rate Ihnen dringend, halten Sie Ihren Mund. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Jetzt reicht's. Bodo, Ach, da drüben winkt uns Gero. Herr Funke, wir sehen uns ja sicher noch. Ne? Wird dir das jetzt zu peinlich oder was? Ganz schön vorlaut, junge Dame. Kann ich auch eine Tasse haben? Ja, klar. Wenn die Kamillentee schmeckt. Umbringen wird er mich schon nicht. Wo sind denn die anderen? Ach, die schlafen friedlich in ihren Betten. Und du? Was und ich? Wie war dein Rendezvous mit Alex? Das war kein Rendezvous. Wir waren im Kino. Und danach? Mutter, spar dir die Mühe. Mein Bedarf an Liebesgeschichten ist zurzeit gedeckt. Das sieht doch gut aus. Ich überlasse ihn dir gerne. Auch wenn es keinen Oliver gäbe. Es gibt aber einen Oliver. Ach, Susanne. Er sitzt im Gefängnis. Willst du wirklich auf ihn warten? Vielleicht kann ich ja ohne Sex leben, wenn du das meinst. Mir würde schon reichen, wenn er mir schreiben würde. Oh, Mann, bin ich fertig. Sag mal, wie kommst du eigentlich an diese Superfrau? Bettina? Wir sind im gleichen Semester. Wir haben zusammen Frösche seziert. Was? Naja, Frösche zerstückelt. Nerven bloßgelegt und sowas. Und hast du bei ihr auch schon was bloßgelegt? Na, hör mal, ich bin immer noch mit deiner Schwester zusammen. Bist du das eigentlich? Naja, es gibt einige Probleme. Was für Probleme? Zuerst ihre Krankheit,
Der plötzliche Zwillingsbruder. Ach, na komm, das ist Schnee von gestern. Es gibt so noch einen anderen Grund. Ich wollte schon länger mit dir drüber reden. Schieß los. Es hat was mit Sebastian zu tun. Mit Sebastian? Hast du den gesehen heute Abend? Wie er mit diesem Adrian rumgemacht hat? Naja, Sebastian ist da eben ganz offen. Ach, na, was er zu Hause macht, ist seine Sache, aber er muss doch nicht der ganzen Welt dauernd zeigen, dass er schwul ist. Was wolltest du vorhin sagen wegen Sebastian? Ach, ist nicht so wichtig. Hast du mich dabei? Das wird ein Angebot von der Plattenfirma. Sehr witzig. Komm mal hier. Aha. Ein Brief von Oliver. Susanne opfert sich mühsam auf und er lässt wochenlang nichts von sich hören. Schön. Ja, ich hab doch recht, oder? Jan, kannst du was für dich behalten? Selten. Sehr selten. Das ist nicht Olivers erster Brief. Hey. Sie jammert doch dauernd. Er hat hier schon ein paar Mal geschrieben, aber Aha. Du hast Susannes Post abgefangen. Aha. es hat sich irgendwie so ergeben. Das ist ja ein Hammer. Ich wollte nur verhindern, dass sie sich weiter von ihm einwickeln lässt. Dass ausgerechnet du auf solche Schwachsinnsidee kommst. Mann, oh Mann. Es war eine Kurzschlusshandlung. Was soll ich jetzt bloß machen? Tja, du musst dir die Briefe zurückgeben und dich entschuldigen. Ist doch klar. Susanne wird mich umbringen. Das stimmt. Und Oliver wird den Hals umdrehen, wenn er es erfährt. Sowas nennt man einen Doppelmord. Habe ich gestern Abend was falsch gemacht? Nein, wieso? Aber du hast doch was gegen mich. Überhaupt nicht. Ich habe nur viel zu tun. Frau Brandner, ich finde, ich habe eine bessere Ausrede verdient. Zum Beispiel? Zum Beispiel von unserem Bowling-Match gestern Abend bin ich noch total K.O. Von unserem Bowling-Match gestern Abend bin ich noch total K.O. Zufrieden? Nein, Niederlagen stärken den Charakter. darum habe ich dich ja gewinnen lassen. Jetzt habe ich eine bessere Ausrede verdient. Das ist die Wahrheit. Ich schwör's. Alex, kommen Sie bitte mal. Ja, sofort. Also, was ist? Krieg ich noch eine Chance? Ich weiß nicht. Ich aber. Haben Sie die Statikunterlagen schon überprüft? Ja, die sind klar. Die Statikunterlagen vom Bau in der Südstadt. Ja, die habe ich schon überprüft. Ist was? Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken. Doch nicht zufälligerweise bei meiner Tochter. Nein. Das heißt doch, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Gestern Abend war sie noch so ausgelassen und heute. Ich glaube, es hat was mit Oliver zu tun. Wissen Sie, ob sie noch von ihm hört? Ich hoffe nicht. Kann ich jetzt die Unterlagen haben? Ach so, ja, natürlich. Noch Kaffee? Nein, danke. Mann, hast du eine Laune. Ist das ein Wunder? Nach der Vorstellung, die deine reizende Freundin gestern geliefert hat? Es ist hier eben rausgerutscht. Bodo Funke war stocksauer. Um ein Haar hätte er den Auftrag zurückgezogen. Abgesehen davon hatte sie aber nicht so ganz unrecht. Jetzt hör mir mal gut zu, mein Junge. Nochmal sowas und sie bleibt in Zukunft zu Hause. Du kannst nicht den Mund verbieten. Henning, es geht hier um Geld, um viel Geld und ausschließlich um Geld und sonst gar nichts.
Du wirst nicht erwarten, dass ich Sophie zu Hause einsperre, nur weil du Angst um dein Konto hast. Ich denke nicht nur an mein Konto. Woran denn sonst? An deine Karriere, mein Lieber. Guten Morgen, Schwesterherz. Ich habe dir das Kästchen mit den Fotos mitgebracht. Na, wie geht's dir heute? Schlecht. Ach, und Appetit hast du anscheinend auch keinen. Nein. Na, und deine Vitamine hast du auch vergessen. Das Zeug bringt doch sowieso nichts. Natürlich bringt das was. Das baut die, Abwehrkräfte. Das baut die Abwehrkräfte auf. Ich damit echt. Hey, langsam. Sophie meint's nur gut mit dir. Ja, ihr meint's ja alle nur gut mit mir. Wie war's denn auf der Präsentation? Ach, du hast nichts verpasst. War Gero auch da? Ja, mit einer gewissen Bettina. Sie haben zusammen Frösche zerlegt. Sowas verbindet. Ah, ja. Dann waren ja alle glücklich und zufrieden. Mhm. Alle. Bis auf Clarissa. Wieso gab's Ärger? Nicht direkt. Der ein oder andere hat vielleicht den Mund etwas voll genommen. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Vielen Dank für die Einladung. Diese Fertiggerichte müssen Ihnen doch schon zum Hals raushängen. Als Single gewöhnt man sich an alles. Susanne hat sich gestern Abend prächtig amüsiert, hat sie erzählt. Ja, es war ein schöner Abend. Es tut ihr richtig gut, wenn sie wieder mehr unter Menschen kommt. An mir soll es nicht liegen. Sie hat sich doch nicht vor den Kopf gestoßen. Wie kommen Sie darauf? Zurzeit ist sie ein bisschen schwierig. Sie meinen wegen Oliver? Ja, sie hat ziemlich viel durchgemacht in den letzten Wochen. Ich hoffe, Sie verkraften es, wenn sie ab und zu ihre Launen hat. Kein Problem. Schwierige Frauen mag ich besonders gern. Fast so gern wie Spaghetti. Nun renn doch nicht so. Ich habe gleich einen Termin. Deswegen musst du doch keinen 100-Meter-Rekord aufstellen. Die Bemerkung eben hättest du dir auch sparen können. Was habe ich denn gesagt? Du bist sauer, ne? Wegen gestern Abend. Ach was. Natürlich bist du sauer. Jetzt mach doch bitte keine Staatsaffäre draus. Wieso ich? Du bist doch eingeschnappt. Vielleicht kannst du dich in Zukunft etwas zurückhalten. Ich habe dieses Geschwafel nicht mehr ausgehalten. Jetzt pass mal auf. Du hast mich gestern total blamiert. Hm? Und Clarissa hätte fast einen Hauptkunden verloren. Tut mir leid, ich wollte dir keine Schwierigkeiten machen. Schon gut. Aber Vorschriften lasse ich mir trotzdem keine machen. Weder von dir noch von deiner Mutter. So. Können wir jetzt endlich gehen? Nö. Mann. Ja, ausnahmsweise. Was machst du denn noch hier? Hab mir nur eine Tasse Kaffee gegönnt auf die Schnelle. Susanne hält die Stellung im Büro. Da kann man schon mal die Füße hochlegen. Und du? Wie geht's dir so? Naja, nicht besonders. Ich brauche wohl nicht zu fragen, warum. Ist ja eh nicht mehr zu ändern. Was ist nicht mehr zu ändern? Na, Anna hat sich schon entschieden. Sie will das Baby nicht. Also jetzt bist du enttäuscht. Florian, so ein Kind, das ist eine Riesenverantwortung. Und du in deinem Alter. Ich weiß. Aber? Ich würde ja auch helfen, wo es geht. Mit Geld und auch sonst. Warum hast du mir das gestern nicht gesagt? Ich wollte sie nicht unter Druck setzen. Du hast gehofft, dass sie sich anders entscheidet, was? Ich muss einfach noch mal mit ihr reden. Ihr endlich klar machen, wie ich zu dem Kind stehe. Oder? So kommst du mir nicht davon. Was willst du denn noch? Anna, ich will nicht, dass du irgendetwas tust, was du später bereust. Ich
Ich weiß, wovon ich spreche. Ich treibe ab, und wenn du dich auf den Kopf stellst. Du kannst doch nicht einfach Leben zerstören! Und was ist mit meinem Leben? Das kann ich doch total vergessen mit einem Kind. Anna, so ein Baby ist etwas Wunderbares. Du willst das Kind doch nur haben, weil du keine mehr kriegen kannst. Das ist doch der Grund. Anna! Ich will das Kind aber nicht. Überraschung. Na, dann eben keine Überraschung. Soll ich wieder gehen? Oh, lass dich nicht aufhalten bei deinen vielen Verpflichtungen. Sag mal, habe ich dir was getan? Ja, allerdings. Lässt mich hier zu Hause rumsitzen, während du dir mit irgendwelchen Tossis einen schönen Abend machst. Was? Tu nicht so. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich wette, Bettina weiß mittlerweile, worauf du hinaus willst. Gott, Bettina. Das ist eine Studienkollegin von mir. Ich Ja, weiß erzähl mir doch nichts. Jetzt weiß ich wenigstens, warum du dich hier nicht mehr blicken lässt. Frische sezieren. Mit Bettina. Julia, du verstehst das völlig falsch. Gero, es reicht mir einfach. Es ist doch alles nur noch Theater. Du weißt es und ich weiß es auch. Zwischen uns ist schon lange keine richtige Beziehung mehr. Und was ist für dich eine richtige Beziehung, wenn ich fragen darf? Wenn keiner dem anderen etwas vormacht, das verstehe ich unter einer richtigen Beziehung. Mist! Jetzt ist mir das Ding wieder abgestürzt. Alex, kannst du mir mal helfen, bitte? Klar. Entschuldigung. Nichts passiert. Da tut's ja mal gar nichts. Sieht nicht gut aus. Ich fürchte, deine Daten sind weg. Da hilft wohl nur mehr ein Neustart. Hm. Gute Idee. Vielleicht versuchen wir es einfach mal.